In dieser Folge starten wir direkt in der Dunkelheit in unberechenbare Bedingungen, bestehend aus großen Wellen, starken Strömungen und dafür aber glasklarem Wasser. Ob wir gute Wellen surfen können würden, während andere gar nicht erst reingegangen sind, das erfahren wir jetzt in dieser Folge. Turn out of hell. Ja. Moin. Es geht. Na? Hi. Aber so. Morgen. Herzlich willkommen, Freunde, auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir sind wieder schön richtig früh unterwegs, so muss es auch sein. Es ist windstill, aber noch stockenduster, weil es sehr bewölkt ist. Deswegen kommt das erste Licht des Tages ein bisschen später. Die Wellen sind ein bisschen größer als gestern. Wir hatten gestern nochmal eine richtig schöne Midlength-Session, also mit einem Brett, das ein bisschen länger ist. Und heute werden wir mal gucken, ob wir das nochmal surfen oder ob wir wieder auf ein kleineres Brett umsteigen. Ja, jetzt checken wir erstmal, wo genau wir gleich reingehen. Und dann ziehen wir uns um und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich im Wasser. Groß? Doppelt so groß wie gestern. Das ist saugeil. Sieht jetzt auch. Und die rechte läuft wie eine 1. Und wir fliegen ins Wasser. Ja. Leute, man kann wirklich noch überhaupt gar nichts sehen so richtig. Es ist noch sehr, sehr düster und ich würde vorschlagen, ich mache die Kamera dann einfach erst wieder an, wenn ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt. Die Wellen sind auf jeden Fall, haben eine ordentliche Größe, ballert ganz schön, so wie es jetzt hier aussieht. Das wird jetzt ein Spaß, im Dunkeln raus zu paddeln. Eieiei. Was in der Dunkelheit nicht zu sehen, aber sehr schnell beim Rauspaddeln zu spüren war, dass die Wellen mit der Richtung, mit der sie auf den Strand trafen, eine sehr starke Strömung parallel den Strand runter produzierten, die uns immer tiefer auf die Sandbank versetzte, sodass es schwer war, am Peak überhaupt erst sitzen zu bleiben. Endlich, Leute, ist langsam ein bisschen mehr Licht. Das war schon sehr düster eben gewesen. Das bedeutete für uns, dass wir die ganze Zeit immer wieder, so wie jetzt hier zu sehen, den Strand hochpaddeln mussten, um überhaupt annähernd auf der Stelle zu bleiben. Immer dann, wenn wir kurz anhielten, merken wir, wie schnell wir wieder runtertrieben, sodass wir immer wieder gezwungen waren, weiter zu paddeln, gerade in den Setpausen, um dann, wenn die Wellen kamen, an der richtigen Stelle zu sitzen. Wenn man das nicht machte, dann saß man sofort zu tief und konnte dort eigentlich keine Wellen surfen. Deswegen, die Leute, die rausgepaddelt kamen, alle saßen anfangs erstmal viel zu tief. Manche, die nicht die Kraftausdauer mitgebracht hatten, trieben einfach immer weiter den Strand runter. Die Belohnung für das ganze Gepaddel war natürlich dann doch mal richtig zu sitzen, wenn die guten Wellen durchkamen. Schön stellten die sich auf, schnelle Lines, ein paar Turns möglich, also genauso wie sich das gehört. Dann natürlich wieder direkt zurück ins Workout, denn auch wenn man weiter drinnen saß, zog die Strömung parallel zum Strand runter, was bedeutet, dass man wie jetzt hier direkt vor den Peak gezogen wurde. Dann natürlich umso mehr abgeräumt wurde und es sehr anstrengend war, wieder zurück ins Line-Up zu kommen. Welches auch immer voller wurde und da lohnt es sich ein bisschen miteinander abzusprechen, um sich nicht in die Quere zu kommen. Wie seht ihr das? Lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Und jetzt aber erstmal rein, schön ins Edit. Nach 1,5 Stunden in der Gegenstromanlage waren die Arme dann auch gut durch und es ging jetzt nur noch darum, eine Welle zu nehmen, um nach draußen zu kommen, die dann schön nach draußen schiebt, um dort die anderen zu treffen, die zur etwa gleichen Zeit dann auch schon rausgegangen waren.
Was bei dir noch? Scheiße am Schluss. Am Anfang war es geil. Ja, war nicht mehr so gut. Also am Anfang war es richtig geil. Epic. Ja. Episch. Aber die Strömung war schon geisteskrank. Current out of hell. Ja. Das war die Session für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, einen Kommentar, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns natürlich wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.